Willst du all dein Geld mit Bitcoin verlieren? Und zwar in Rekordzeit? Perfekt, dann bist du hier goldrichtig. Vergiss die ganzen Tipps, wie man reich damit wird. Ich zeige dir heute eine todsichere Methode, wie dein Investment garantiert auf Null geht. Eine Methode, die Tausende von Menschen jeden Tag erfolgreich anwenden. Und nein, das ist keine Übertreibung. Das ist die traurige Realität. Heute enthülle ich die fatalsten Fehler, von falscher Wallet-Verwahrung bis zu raffinierten Betrugsmaschen. Das hier ist der ultimative Anleitung zum Totalverlust. So weißt du ganz genau, was zu tun ist, um dein gesamtes Bitcoin-Vermögen zu vernichten. Bleib dran, denn ich zeige dir, wie man garantiert alles falsch macht. Denn nur wenn man die Fallen kennt, kann man sie am Ende auch umgehen. Regel Nummer 1, und das ist die wichtigste von allen. Wenn du dein Geld wirklich loswerden willst, vertraue jedem, der dir online Reichtum verspricht. Ganz besonders diesen super freundlichen Unbekannten auf Social Media, die dir aus reinster Nächstenliebe eine absolut exklusive Investmentchance anbieten. Der Prozess ist genial einfach. Du wirst auf Instagram, Telegram oder vielleicht sogar auf eine Dating-App angeschrieben. Jemand baut langsam Vertrauen auf und erzählt dir von einer geheimen Trading-Plattform, die unglaubliche Gewinne abwirft. 30% im Monat? Gar kein Problem. Die Website sieht sogar super professionell aus, mit blinkenden Charts, die immer nur nach oben gehen. Und um es perfekt zu machen, zahlst du einfach einen kleinen Betrag ein. Und siehe da, dein Guthaben wächst wie von Zauberhand. Du kannst dir sogar mal 50 € auszahlen lassen, nur um zu beweisen, dass auch alles echt ist. Das ist der Köder. Sobald du überzeugt bist und all deine Ersparnisse dorthin überweist, beginnt der eigentliche Spaß. Plötzlich gibt es technische Probleme bei der Auszahlung. Oder du musst erst eine Steuer oder eine Gebühr bezahlen, um an dein Geld zu kommen. Das Bundesfinanzministerium warnt ausdrücklich davor, dass Behörden niemals Gebühren für angebliche Kryptogewinne erheben. Du überweist also die Gebühr. Und dann noch eine. Und noch eine. Bis du merkst, dass die Website offline ist und dein persönlicher Berater nicht mehr erreichbar. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade erfolgreich die Methode Investmentbetrug angewendet. Laut FBI ist das eine der häufigsten Maschen, die jährlich zu Verlusten in Milliardenhöhe führt. Kriminelle nutzen dafür professionelle Callcenter und psychologische Tricks, um ihre Opfer bis zum letzten Cent auszunehmen. Also, um dein Geld garantiert zu verlieren, glaube an das schnelle Geld, ignoriere alle Warnungen von Finanzbehörden und überweise dein Geld an unbekannte Plattformen, die dir Fremde im Internet empfehlen. Eigene Recherchen sind für Langweiler. Kommen wir zu Regel Nummer 2 für den garantierten Bankrott. Einer meiner persönlichen Favoriten. Lass deine Bitcoin einfach immer auf einer Börse liegen, auf der du auch gekauft hast. Ist ja so schön bequem, oder? Die App ist übersichtlich, du siehst deinen Kontostand, alles an einem Ort. Sie ist einfach wie ein Bankkonto. Was soll da schon schiefgehen? Naja, so ziemlich alles. Wenn deine Bitcoin auf einer Börse liegen, gehören sie dir nicht wirklich. Du hast nur einen Anspruch darauf. Die wahren Schlüssel, die Private Keys, die dir den Zugang zu diesen Coins geben, liegen bei der Börse. Das ist der Kern des Prinzips. Not your keys, not your coins. Solange du nicht die alleinige Kontrolle über deine Schlüssel hast, vertraust du darauf, dass jemand anderes dein Geld für dich sicher aufbewahrt. Und genau dieses Vertrauen ist der schnellste Weg in den Ruin. Frag mal die ehemaligen Kunden von FTX. Eine der größten und vermeintlich sichersten Börsen der Welt, die quasi über Nacht kollabierte und Milliarden an Kundengeldern mit in den Abgrund riss. Die Leute kamen einfach nicht mehr an ihr Geld, weil es weg war.
Zwar bekommen viele Kunden nach Jahren einen Teil ihres Geldes zurück, aber oft nur den Wert zum Zeitpunkt der Pleite. Die massiven Kursgewinne danach sind verloren. Hacks, Insolvenzen, staatliche Eingriffe. Die Liste der Risiken ist endlos. Um dein Geld also mit absoluter Sicherheit zu verlieren, ignoriere den Spruch "Not your keys, not your coins". Behandle die Börsen wie dein Sparkonto. Und wenn du es wirklich auf die Spitze treiben willst, dann schreib dir das Passwort für die Börse auf ein Post-it am Monitor. Oder noch besser, speichere den Seed Phrase, diese 12 oder 24 Wörter, als Screenshot auf dem Handy oder in einer Textdatei in der Cloud. So stellst du sicher, dass jeder Hacker sofortigen Zugriff auf dein gesamtes Kryptovermögen hat, sobald er auf deine Geräte kommt. Moment mal, wenn du jetzt aus welchen seltsamen Gründen auch immer das genaue Gegenteil tun und deine Coins tatsächlich in Sicherheit bringen willst, dann müsstest du dir eine Hardware-Wallet zulegen. So ein Gerät wie die Bitbox 02 zum Beispiel. Die hält die privaten Schlüssel komplett offline, also getrennt vom Internet und damit auch von den Hackern. Jede Transaktion muss direkt auf dem Gerät bestätigt werden. So hast nur du die Kontrolle. Aber hey, wir sind ja hier, um Geld zu verlieren. Also vergiss lieber, was ich gesagt habe. Klick auf keinen Fall auf irgendwelche Links zu sicheren Wallets in der Beschreibung. Das jetzt zurück zur Anleitung zu dem finanziellen Ruin. Regel Nummer 3 ist ein psychologisches Meisterwerk und der Grund, warum so viele am Markt scheitern. Lass deine Emotionen dein Portfolio steuern. Willkommen im bewährten Zyklus aus Gier und Angst. Und so funktioniert's. Warte, bis der Bitcoin-Preis durch die Decke geht. Wenn deine Oma, dein Taxifahrer und die Tagesschau über Bitcoin reden, dann ist der Moment gekommen. Du hast panische Angst, den Gewinn deines Lebens zu verpassen. Das ist FOMO, die Fear of Missing Out. In diesem euphorischen Zustand kaufst du. Am besten mit allem, was du hast. Und dann passiert das Unvermeidliche. Der Markt korrigiert. Der Kurs fällt um 20, 30, vielleicht sogar 40%. Dieselben Nachrichtensender, die vorher von neuen Allzeithochs sprachen, titeln jetzt Bitcoin Crash und die Blase ist geplatzt. Jetzt schlägt die Gier in pure Panik um. Du siehst, wie dein Geld weniger wird und denkst, ich muss retten, was noch zu retten ist. Und zack, du verkaufst alles mit massivem Verlust. Herzlichen Glückwunsch, du hast soeben die goldene Regel des Verlierens befolgt. Kaufe teuer, verkaufe billig. Diesen Zyklus wiederholst du einfach bei jeder großen Marktbewegung. Du reagierst auf jede Schlagzeile, jedes Gerücht, jeden Tweet. Dieses Phänomen nennt sich FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel. Ein mächtiges Werkzeug, um Panik zu schüren und Leute dazu zu bringen, genau im falschen Zeitpunkt zu verkaufen. Ein langfristiger Plan, eine Strategie wie Dollar Cost Averaging, also regelmäßige kleine Beträge investieren, egal wie der Kurs. Ach, das ist doch was für Leute, die Geld verdienen wollen. Wir sind hier, um es zu verbrennen. Also handle impulsiv, handle emotional und dein Scheitern ist garantiert. Willkommen zu Regel Nummer 4, dem schnellsten und technisch elegantesten Weg, deine Coins ins digitale Nirvana zu schicken. Ignoriere die technischen Details. Stell dir vor, du willst einem Freund ein paar Coins schicken. Du kopierst seine Adresse, fügst sie in deiner Wallet ein und klickst auf Senden. Die Adresse doppelt checken? Ach, Zeitverschwendung. Das wird schon passen. Und dann fragt dich deine Wallet, über welches Netzwerk du senden möchtest. ERC20, BEP20, Solana? Klingt alles furchtbar kompliziert. Nimm einfach das, was am billigsten ist. Was soll schon passieren? Ich sag's dir, deine Coins sind für immer weg. Eine Transaktion auf der Blockchain ist unumkehrbar. Da gibt's keine Bank, die du anrufen kannst, keine Rückbuchung. Wenn du Coins an die falsche Adresse oder über das falsche Netzwerk schickst, dann sind sie futsch. Klassisches Beispiel, du schickst Ethereum, ein ERC20-Token, von einer Börse
wählst aus Versehen das BIP20-Netzwerk, weil die Gebühren niedriger sind. Und wenn die Empfänger-Wallet das Netzwerk nicht unterstützt, landen die Coins auf eine Adresse, auf die niemand Zugriff hat. Das ist, als würde man einen Brief an eine richtige Hausnummer schicken, aber in der falschen Stadt. Der kommt halt niemals an. Um also einen schnellen und schmerzlosen Totalverlust zu erleiden, sei faul, sei nachlässig. Klick einfach auf Bestätigen, ohne zu verstehen, was du dort eigentlich tust. Eine der effektivsten Methoden, fast keine Anstrengung erfordert. Und die letzte Regel für einen garantierten Ruin ist für echte Zocker unter uns. Halte dich nicht mit dem langweiligen, etablierten Bitcoin auf. Der wahre Nervenkitzel liegt bei den Altcoins. Dein Ziel ist es also, den nächsten 100x-Coin zu finden, der dich über Nacht zum Millionär macht. Und wo findest du den? Siehe nicht durch Recherche in Whitepapern oder die Analyse von Projekten. Nein, den findest du natürlich auf TikTok, in gehypten Telegram-Gruppen und bei YouTube-Influencern, die dir mit leuchtenden Augen vom nächsten Ethereum-Killer erzählen. Konzentriere dich auf Coins mit absurd niedrigem Preis, so um die 0,0001 Cent. Das fühlt sich noch viel besser an, als nur einen Bruchteil von einem Bitcoin zu besitzen, oder? Dass Kapitalisierung entscheidend ist und nicht der Preis pro Coin, das ist ein Detail, das wir für unseren Totalverlust gekonnt ignorieren. Investiere dein ganzes Geld in einem obskuren Meme-Coin mit einem lustigen Tierlogo. Die Chance, dass es sich um ein Pump-and-Dump-Schema handelt, bei dem der Gründer den Preis künstlich hochtreibt, um dann die eigentlichen Anteile mit massivem Gewinn abzustoßen und den Kurs ins Bodenlose zu stürzen, ist extrem hoch. Perfekt für unser Vorhaben. Und wenn du deinen Verlust noch etwas beschleunigen willst, nutze Leverage. Leih dir einfach das 100-fache deines Einsatzes und wette auf die Kursentwicklung. Eine einzige winzige Marktschwankung in die falsche Richtung und dein gesamtes Kapital wird innerhalb von Sekunden liquidiert. Das ist der absolute Expressweg zur Pleite. Viele Anfänger überschätzen sich hier maßlos und verlieren alles. Also, um den finanziellen Knockout zu garantieren, jage dem schnellen Reichtum nach. Investiere in unseriöse Projekte ohne Substanz und hebel dein ganzes Geld in den Wind. So, das war's. Die komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dein gesamtes Bitcoin-Investment garantiert vernichtest. Fassen wir die 5 goldenen Regeln des Scheiterns nochmal kurz zusammen. Erstens, vertraue blind. Jedem Online-Versprechen und spar dir eigene Recherchen. Zweitens, vergiss die Selbstverwahrung und lass deine Coins auf Börsen vergammeln. Not your keys, not your coins. Schnee von gestern. Drittens, handle rein emotional. Kaufe am Gipfel der Gier und verkaufe in der tiefsten Panik. Viertens, ignoriere die Technik. Schick die Coins durch die Gegend, ohne Adressen und Netzwerke zu prüfen. Und fünftens, sei extrem gierig. Jage 100x Coins nach und nutze den maximalen Hebel. Wenn du diese Regeln befolgst, verspreche ich dir, wirst du dein Geld schneller los, als du Blockchain sagen kannst. Aber jetzt mal im Ernst. Wenn du dein hart verdientes Geld nicht verlieren, sondern schützen und vielleicht sogar vermehren willst, dann ist die Lösung ganz einfach. Mach das genaue Gegenteil von allem, was ich dir gerade erzählt habe. Erstens, do your own research. Recherchiere selbst und vertraue niemandem blind. Zweitens, nutze eine Hardware-Wallet. Übernimm die volle Kontrolle über deine Coins. Drittens, habe einen langfristigen Plan. Investiere diszipliniert und ignoriere kurzfristiges Marktgeschrei. Viertens, sei sorgfältig. Prüfe jede Transaktion lieber 3-mal, bevor du sie abschickst. Und fünftens, sei vernünftig. Konzentriere dich auf solide Investments wie Bitcoin, bevor du mit kleinen Beträgen zockst. Wenn dir diese Anti-Anleitung geholfen hat, die größten Gefahren zu verstehen, gib mir mit diesem Video bitte einen Daumen hoch, damit auch andere lernen, was sie unbedingt vermeiden sollten. Abonniere gern den Kanal für mehr Inhalte, die dir wirklich helfen,
sicher durch die Kryptowelt zu navigieren. Und schreib mir gerne in die Kommentare, welchen dieser Fehler hast du schon mal fast gemacht oder bei anderen beobachtet. Bleibt sicher, bleibt skeptisch und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.